Prison Break in Baldur's Gate 3. Wir wurden eingekerkert, fieserweise. Und jetzt sind wir ja auf dem Weg nach draußen. Ich habe die Wachen nur bewusstlos gehauen, weil, ja, machen halt nur ihren Job. Können nichts dafür. Ich kann aber auch nichts dafür. Ich will jetzt hier raus. Die Frage ist, wie wir gut rauskommen. Würmfels-Gefängnis. Lass mal wieder umschalten. Das ist mal für die ganze Gefängniseingangstür. Die ganze Party, oder? Mal gucken. Ja. I've got a long road ahead. Die Reihenfolge ist wieder falsch. Das mag ich nicht. Und dunkel mag ich auch nicht. Jetzt mal wissen wir was. Lagerraum. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns mal flüchtig umgucken. Tollen Lagerraum habt ihr hier. Swift as my feet can carry me. Jetzt nicht unbedingt ihr Essen klauen. Zumindest nicht das Wichtigste. Das ist alles sonst ganz okay. Brauche ich auch nicht. Ich sagen kann, dass irgendwas Wichtiges hier drin ist. Die Schubkarre kann nicht zum Inventar hinzugefügt werden. Okay. Sehr gut. Wollte ich auch nicht. Bosheit. Ja. Ein paar starke Öle und Gifte hier. Und hier geht's raus. Da hinten ist auch. Sieht auch komisch aus, als gäbe es irgendeine Art von Durchgang. Gucken wir uns mal an, durch den Haupteingang rausgehen. Könnte ein bisschen problematisch sein. Wer weiß, wie viele da draußen warten, wo wir überhaupt genau rauskommen. Mitten in so einem... in so einer Übung von 10.000 Soldaten, die sich gerade für die Belagerung klar machen. Wenn nicht so leicht rauskommt, verwundert nicht. Vielleicht hier beim Otto, aber das wäre auch komisch. Otto? Oh, for Balduran's sake, leave an old man in peace. Tja. Komischerweise gibt es gar nicht einen guten Hinterausgang durch die Zellen. Alle nur bewusstlos. Ich hoffe, das wird mir hoch angerechnet vor Gericht. Na dann, bleibt mir nichts anderes übrig, oder? Gefängnisverzeichnis. Okay, wir gehen einfach weiter. Wir lassen ihn schon schlafen. Wir können auch kurz lesen, wie der... Ne, wir hauen einfach ab jetzt hier. Scheiße, soll da schon drin stehen. Lord Gortash has been expecting your arrival. Please hold a moment. Please hold The the line. Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Es war mir eine Freude, euch zu treffen. Wir können von Angesicht zu Angesicht sprechen. Of course, of course. My Steel Watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Is expecting you. And now Gortash invites us Please to see make your him. way to the audience chamber. Oh, I can't barely glaze that pizza. He wasn't even hurt. Okay, heißt das, wir können uns in der Stadt bewegen, ohne dass es Stress gibt?
Die Wachen greifen uns nicht an, der auch nicht. Okay. Ist ein bisschen entspannt, die Situation. Wenn wir uns aber frei bewegen können, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz ins Lager. Reden mal mit unseren Leuten. Ist ja auch viel idyllischer hier. Orin, Skvar, burn away the shadows she hides in, tear off her mask, and you'd reveal her for what she is, a shivering child. Ein Kuss muss es zwischendurch mal geben. Dafür ist immer Zeit. Kurz. Da freut sich die Mira. Oh, hi. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What So harm? gefährlich. She's little, won't take up much space, or make much of a dent in our provisions. Oh, klar kann sie bleiben. Keine Kinder kommt in 10 Jahren wieder. Ich sag, natürlich könnt ihr bleiben. Sucht euch einfach einen Platz. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Die Katze mitgebracht. Ich hoffe, Räubchen versteht sich gut mit Katze. Ich hoffe, sie kommt ja nicht in irgendwelche Schwierigkeiten, wenn es hier mal im Lager rund geht. Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Fortunately, she's no match for our second best asset, me. Was ist denn hier? Warum ist es jetzt dunkel? Was ist hier überhaupt? Das sind... Der Will wissen was? Der Will was? Was will der Will? Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Balduran? Ja. Als ich Baldur's Tor verlassen habe, war es eine sichere Zuflucht. Da muss Gortash dahinter stecken. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Das ist der Plan. It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer? I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced or because this group is full of weirdos. Das Gefühl, dass diese ganzen Dialoge eigentlich mit einer anderen Sequenz zu tun haben, die man schon mal im Trailer gesehen hat. In den Dialogen ist manchmal ein bisschen was weird. Was ist mit dem Cazador eigentlich? I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike.
klingt gefährlich. It's something of a gamble, true, but if I can win, if I can beat him, it would be worth any risk. So yes, I do worry about facing him. But if we can get his attention, finding the ritual's location will be much easier, and that could give me the edge I need. Wir haben so viele Sachen zu tun immer noch. Wir waren gerade im Gefängnis, den Gortash, Shadowheart, den Baron, Cazador, Githyanki in der Dings treffen. Will hat auch noch den Buchladen. Kommt man überhaupt nicht hinterher. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed. But need to stay alert all the same. Ich mache eine Pause. Ich glaube, ehrlich gesagt, weil es gibt auch nichts Dringendes zu bereden. Ich mache die Nacht, dann haben wir unsere Slots, dann kann ich immer noch mit den Leuten reden. Wo ist denn der Schlafsack? Kann ich es einfach hier machen? Wow! Damit habe ich auch nicht gerechnet. Queen Vlaakith. Skvar! You are Hasharlok, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hasharlok, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. Gibt so coole Entscheidungen in dem Spiel. Also wirklich auch richtig große, mit großen Auswirkungen. Ich kann alleine jetzt auf 4, 5, 6 richtig krasse Entscheidungen denken, die ich nochmal anders ausprobieren möchte. Und ich finde es auch super, dass immer nochmal so andere Blickwinkel aufgetan werden und andere Facetten, Aspekte dazukommen und jeder versucht einen zu überzeugen. Und oft hat man nicht so viele Informationen oder ich bin dann so ein bisschen unsicher, hat man ja auch gemerkt. Hier habe ich aber meine Meinung. Also wir haben ein bisschen über Orpheus und Vlaakith rausgefunden. Ich glaube, das stimmt zum größten Teil. Mit dem Voss auch haben wir gesprochen. Sie versucht uns natürlich jetzt hier zu kaufen. Mit Macht. Der Orpheus ist nicht ganz unproblematisch. Erstmal war der jetzt irgendwie Ewigkeiten in diesem Prisma gefangen. Der wird nicht gut drauf sein. Der ist auch nicht gut auf Gedankenmaschinen zu sprechen. Das ist jetzt problematisch, solange wir das Ältesten hören, die Absolute noch nicht irgendwie angegangen haben, wie auch immer. Sobald wir das Problem nicht ein bisschen im Griff haben. Und wird auch nicht so gut auf unsere Larve im Kopf zu sprechen sein. Aber wenn wir das alles ein bisschen in den Griff kriegen, glaube ich, kann man mit dem schon reden. Also ich kenne ihn natürlich nicht. Ich kenne ihn nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Nee, aber also der trauen wir nicht. So. Jetzt kann ich natürlich versuchen, Lae'zel trotzdem zu überzeugen davon. Sie sogar dazu mit dem Parasiten praktisch
noch mehr überzeugen. Bleibt standhaft, fallt nicht auf Lakiths Lügen rein. Das ist meine Meinung. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Die ist sauer. Holy fuck. Wir haben immer noch keine Nachtruhe. Es passieren auch echt Sachen in dem Spiel. Ey. Hammer. Und It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? naja, weil ihr ganzes Leben halt in Frage gestellt wird. Das ist schon hart. Die Parasiten verbinden. Nope. Motiv erkennen. Untersuche Gegenwart und Vergangenheit. Was ist der wahre Grund für ihre Ablehnung? Ja, das ist ja einfach nur Menschenkenntnis sozusagen. Und eine 20. Wir kennen einfach unsere Lae'zel. Das ist einfach, ne? Das ist halt so. Wir verstehen uns. Wenn ich ja versuche rauszufinden, wie es ihr geht, was mit ihr los ist, das ist einfach immer ein kritischer Erfolg. Danke, Spiel. Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was and can never be again. Habe ich das eben schon vorher gesagt? Ich kenne doch. Ja. Das können wir auch sagen. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, Ma Stilnar Forgin in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Was mit euren eigenen Wünschen und Bedürfnissen? Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Nimmt ihre Verantwortung halt sehr ernst. Ihr habt ja versprochen, euch zur Buff Lakith zu machen. Klingt beeindruckend. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago.
Was machen wir nun? We find Voss at Sharessa's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus Tough Kinasin. Die Ereignisse überschlagen sich hier echt rechts und links. Hammer. So, wir wollen aber jetzt noch eine Rast machen. Und das wissen, was in der Nacht passiert. Wir müssen auch unsere Slots aufladen. Und natürlich, das ist so krass. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketheric and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketheric's stone, the brain would begin to break free. Those brainquakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Ich dachte, so nah am Gehirn wärt ihr mehr auf der Hut. You are correct. I should be. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. An wen denkt ihr? Duke Stelmane, or Belin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. Wie das? In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a Mind Flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Wüsste ich nicht, dass ihr ein Gedankenschüler seid, würde ich sagen, ihr seid traurig. Aber er hat noch relativ viel von der Persönlichkeit des anderen, der davor war. Astute as ever. You think that Mind Flayers are soulless husks who feel nothing. Belin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals. Even a Mind Flayer's. Like you, Mind Flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either.
My end is and always has been freedom. Berlin understood this. Berlin became my freedom. Damit ist er ein bisschen die Ausnahme. Ich habe ja ein Lore-Video zu den Mindflayern gemacht. Falls euch das interessiert, guckt da gerne mal rein. Und sie haben schon Gefühle, aber viele spielen halt überhaupt keine Rolle für sie. Sowas wie Angst und Ehrgeiz schon. Noch andere Sachen, aber sowas wie Freude oder Glück oder sowas, Zufriedenheit in die Richtung ist eher ungewöhnlich. Auch Trauer. Das war aufschlussreich. Ich weiß, ihr versucht mich zu manipulieren. Tut ihr das? Ich finde, das war aufschlussreich. Ich finde das Gespräch mit ihm durchaus interessant. Vielleicht lasse ich mich auch mal zu leicht um den Finger wickeln, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen meine Entscheidungen zu treffen. Jetzt sitze ich hier mit einem Mindflayer. Vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen bei mir. Naja, ich fand das aufschlussreich. I am glad you were able to learn something. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. Mal auf dem Heu geschlafen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Alles gut bei dir, Jenna? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Unser ganzer Dings ist voll mit Ingredients. Kannst dich gern bedienen. Ich möchte mit Räubchen sprechen. Ach, ich habe Tiere sprechen nicht mehr, oder? Hätte ich auch nicht rausnehmen sollen, ich benutze die Sachen eh nicht. Später. Es gibt auch Schriftrollen und so. So, mit denen habe ich noch gar nicht gesprochen, als ich jetzt im Lager zurück war. Mit Gale und den beiden. Ich dachte, dass in der Nacht vielleicht noch ein bisschen was passiert. Ich meine, es ist auch einiges passiert. So ist nicht. Mit Vlakiv und dem Mindflayer. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Das ist eine gute Meinung von sich selber. Keeping very well, I hope? Mhm, alles schön. Ich kann noch ein bisschen was fragen. Was werdet ihr jetzt tun, wo der Vater fort ist? Eigentlich, das doch auch schon. Look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. 100 years in the Shadowfell. 100 years being murdered by Sharans over and over. It fills me with a rage I can hardly contain. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies, for life. Was ist denn zwischen ihr und dem Ketheric noch vorgefallen? Gab es noch irgendwas, was wir wissen müssen? I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. This was different. It was like lucky for me, she felt the same way. I understand. Next I knew, I found, but he's gone now. Es ist ein bisschen blöd, dass the man I knew died when das sollte I nicht died. passieren. Das tritt ziemlich häufig auf, Probleme mit dem Dialogsystem. Glad to see I'm not the only one on the wrong side of an omnipotent authority figure. Izel did well to break free of Vlakith's manipulations, though I doubt Vlakith will let such insubordination go unpunished. Das geht auch nicht weg. Jetzt hängt hier der Dialog mit Gale fest. Sagen ja alle was zu Vlakith. I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlakith. But all things considered, good for her.
Die Larve will ich auch nicht reden. Ich will nicht über die Larve reden. Damn! It can't have been easy for Lae'zel to stand up to Vlaakith like that. But there's nothing that woman can't do. Dann verlassen wir mal unser Lager. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Ich überlege, ob wir jetzt irgendwie so in die Stadt gehen, aber vielleicht nehmen sie uns das übel. Es gibt noch ein paar andere Wegpunkte, Riving zum Beispiel. Aber es könnte echt sein, dass sie uns das übel nehmen. Von daher würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir diese Tür auf und gehen zur Audienzhalle. Und ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Keine Ahnung. Wird das ein Riesenkampf? Wird das irgendwie ein Dialog? Wird das irgendwas völlig anderes? Versucht er uns zu kaufen? Ich bin echt gespannt. Taucht Orin auf? Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Vlaakith mischt sich ein. Und noch mehr, 15 Sachen, die ich nicht gedacht habe. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dann.